Ja, willkommen bei Off Hoch 2 Dialog. Heute erneut aus Berlin und diesmal aus Click und Sur, dem Analog-Fachgeschäft mitten im Zentrum von Berlin. Und ich bin heute zu Gast bei Jürgen Lossau, dem Inhaber von Click und Sur. Jürgen, du bist Journalist, Redakteur, Filmproduzent, Autor von 11 Büchern. Das ganz neue letzte ist dann die Single 8 Story, das 2025 veröffentlicht wird. Das ist noch bevor dieses Video online geht. Chefredakteur oder Herausgeber von, soweit ich weiß, 7 Zeitschriften. Gewesen, ja. Ja, das ist gewesen und bist. Ne? Ja. Aktuell bist das Super 8 Magazin und seit 2023 Camera Stay Analog, ein Analog-Fotografie-Fachmagazin. Betreibst die Webseite Super 8 TV und unterhältst eben hier noch den Laden Click und Sur. Und ich habe garantiert noch was nicht gelistet jetzt. Nee, das ist schon vollständig. Das klingt ja auch ganz schlimm, wenn man das alles hört. Da fragt man sich, ob ich auch noch lebe zwischendurch, aber das tue ich auch noch. Naja, das hört sich nicht schlimm an, sondern das zeigt eigentlich im Grunde genommen, dass du ein höchst engagierter und produktiver Fahnenträger für das analoge Filmmaterial bist, sowohl Film als auch Fotografie. Und ich denke, man kann dadurch durchaus behaupten, dass du mit Leib und Seele Analogfilm-Fan, Liebhaber und Produzent bist. Ja, das ist so. Was hat denn die Faszination für Analogfilm und speziell Super 8 bei dir ausgelöst? Also ich habe eigentlich mit 15 zur Konfirmation meine erste Super 8 Filmkamera bekommen, mich dann sehr schnell in dieses Thema eingearbeitet und gemerkt, dass ich eigentlich eine viel zu einfache Kamera hatte, die gar nicht das machen konnte, was ich machen wollte, Überblendung und Doppelbelichtung und was es damals alles so gab. Und ich bin dann relativ zügig zum Single 8 System rübergegangen und habe mir eine Fujica-Kamera gekauft. Und bin dann so im Alter von 17, 18 mit einem Freund nach Holland gefahren und habe durch Zufall in einem ganz kleinen Fotoladen, ich glaube in Houten damals, einen Laden halt gesehen. Da stand eine Single 8 Kamera von Elmo, die ich noch nie gesehen hatte und die es in Deutschland nicht gab. Und das ganze Thema hat mich damals so fasziniert, dass es vorkommen kann, dass man in Deutschland lebt und dass es Geräte gibt, die in Deutschland unbekannt sind. Das konnte ich gar nicht fassen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich also sehr intensiv recherchiert, habe auch erste Artikel geschrieben für Fachzeitschriften und habe mit einem Bekannten aus Heidelberg, der die Single 8 Notizen herausgegeben hat, so ein kleines fotokopiertes Blättchen damals, dann zusammengearbeitet. Wir haben dann diese Zeitschrift gemeinsam gemacht und er hat 20 von diesen Kameras aus Holland aufgekauft und die dann in Deutschland verkauft, sodass es die dann auch in Deutschland gab. Aber das war für mich so der Aha-Moment, wo ich sagte, das kann doch nicht angehen, dass du alles zu diesem Thema weißt und diese Kameras sind dir völlig unbekannt gewesen vorher. Und seitdem habe ich dann eben auch versucht, über den Tellerrand zu gucken und Informationen aus Asien zu bekommen. Was fasziniert dich heute noch daran? Also heute fasziniert mich immer noch der Stil, der körnige Look von Super 8 und logischerweise auch von Single 8, der mit keinem anderen Medium vergleichbar ist. Und gerade in der heutigen Zeit, wo alles so wahnsinnig glatt, so überscharf und so märchenhaft toll aussieht, wie das Leben in Wahrheit ja auch nicht ist, da ist Super 8, denke ich, ein echtes Kontrastprogramm und ist ein Medium, mit dem ich immer noch gerne arbeite. Ich habe ja zwischendurch, so in der Zeit, wo ich so zwischen 25 und 35 war, auch gar nichts gemacht mit Schmalfilm, weil es mich damals nicht interessierte und ich beruflich auch andere Sachen zu tun hatte. Aber so peu à peu hat es dann eben wieder angefangen und es ist eigentlich immer so diese gleiche Motivation, was auf Super 8 zu machen, ist irgendwie mehr so wie das Leben selbst. Also so ein bisschen fragil, alles nicht so perfekt. Ja? Und ja, so ist das Leben eben auch. Ne?
Ja, schön gesagt, schön gesagt. 2020 hast du ja das Super 8 Magazin zum ersten Mal auf den Markt gebracht mit 4 Ausgaben pro Jahr, bilingual, Deutsch-Englisch. Worum geht es in dem Heft? Also im Heft geht es in erster Linie darum zu zeigen, was Menschen heute mit Super 8 noch machen, und zwar weltweit. Es hat vor allen Dingen Reportagen über interessante Projekte. Wir haben jetzt in der aktuellen Ausgabe zum Beispiel einen Menschen aus New York, der die Geschichte anderer Menschen, die auch in New York leben, erzählt in 90 Minuten. Wer macht heute noch 90 Minuten Filme auf Super 8? Ist natürlich auch ein Kostenfaktor, muss man sagen. Ne? Und eine zweite Geschichte über Horrorfilme, die in Deutschland entstehen und die auch immer noch auf Super 8 gedreht werden, auch in einer Länge von 60 bis 90 Minuten. Ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, dass es diese Gruppe noch gibt, denn eigentlich sage ich immer, es werden mit Schmalfilmen heute leider keine Geschichten mehr erzählt, sondern jeder testet mal so ein bisschen vor sich hin, macht vielleicht irgendwie ein kleines Urlaubsfilmchen oder so ein paar Szenen mit Freunden, aber so richtige Geschichten sind eigentlich nicht mehr dabei. Und da sind diese beiden Projekte, von denen ich eben gesprochen habe, schon wichtige Ausnahmen. Naja, also wirklich in diesen Langformen noch mit Super 8 zu arbeiten, alle Achtung, ist schon eine tolle Sache. Horrorfilm auf Super 8 muss ich an Budgereit denken, ne? Genau. Das ist noch so der letzte seiner Art gewesen, der solche langen Projekte damals gemacht hat. Genau, ja. Wie hoch ist denn momentan die Auflage? Die Auflage vom Super 8 Magazin muss man unterscheiden. Also wir haben eben einmal die Abonnenten und wir haben dann die Magazine, die wir im Laden quasi als Hauszeitschrift mitgeben, und alles zusammen sind dann um die 15.000. 15.000. Wo sitzen denn deine Abonnenten so verteilt? Also die Abonnenten sitzen schon zur Hälfte in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, also Schweiz, Österreich auch noch. Diejenigen, die eher an der englischsprachigen Version interessiert sind, also das Magazin erscheint ja zweisprachig, kommen weitestgehend aus Amerika, einige auch aus England und dann ganz viele so aus nordischen Ländern, ganz viele natürlich jetzt im Verhältnis gesehen, sind ja kleine Länder, also Schweden, Dänemark, Norwegen, da sind viele her. Dann auch aus Italien oder aus Spanien haben wir viele noch aktive Filmer. Von der Aufmachung her spricht das Magazin ja, oder soll das Magazin, denke ich, eher ein jüngeres Publikum ansprechen. Hast du einen Einblick in die Altersstruktur deiner AbonnentInnen? Nicht genau, man kann es manchmal vermuten, also zumindest bei deutschen Abonnenten, wenn man die Namen sieht, denkt man sich, ein Friedrich Wilhelm ist dann vielleicht doch schon Ende 60 oder Anfang 70. Aber ich kann es eigentlich nur von der Altersstruktur her sehen, die wir hier im Laden haben. Also bei Click & So verkaufen wir ja zu 50% Schmalfilmprodukte und zu 50% Fotoprodukte. Und im Schmalfilmbereich sind die Leute, die heute hier Kameras oder Filme kaufen, alle so zwischen 20 und Mitte 30. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das bei den Abonnenten eher der geringere Teil ist. Wir machen es ja hier im Geschäft so oder auch bei uns im Onlinehandel, dass Leute, die für über 100 € bei uns einkaufen, das Magazin kostenlos bekommen. Da sind dann eben logischerweise dann sehr viel Jüngere dabei. Jüngere scheuen sich heute oftmals davor, etwas zu abonnieren, sich da zu binden und dann noch eine Zeitschrift. Wer liest heute schon, wenn er jünger ist, noch Zeitschriften, sind auch nicht mehr so richtig viele. Deswegen glaube ich, die Mehrzahl der Abonnenten ist schon jenseits der 50. Mhm. Ja. Jetzt kommt das Heft 4-mal im Jahr raus. In dem Bereich Super 8 kann ich mir vorstellen, das ist schon eine Herausforderung, Themen zu finden für die Artikel. Wie findest du denn die Themen?
Ja, also eigentlich würde man das so denken, dass es schwierig ist. Es ist aber nicht schwierig. Also dadurch, dass wir hier natürlich eigentlich an der Quelle sitzen, merken wir halt häufig auch, wo interessante Projekte entstehen. Nicht? Die Leute kommen, lassen sich beraten für ein Projekt, das sie vorhaben. Wir hatten zum Beispiel eine große Fernsehproduktion aus München, die ein Projekt gemacht hat über Fußballlegenden und dann was auf Super 8 dazu, so als Rückblende drehen wollte. Also bei solchen Projekten fragen wir dann natürlich immer gleich, ob sie was dagegen hätten, wenn wir auch parallel einen Artikel machen, und die meisten haben nichts dagegen. Und so haben wir auch viele internationale Kunden, die online bestellen, wo wir dann auch schon merken, oh, das wird jetzt ein größeres Projekt, weil das sind 10, 20 Filme. Also ich würde schon sagen, 50% der Themen kriege ich tatsächlich über die Kundschaft rein in das Magazin. Ne? Und dann haben wir aber natürlich auch immer Themen, die mehr Rückblicke sind, also die darauf gucken, wie sind bestimmte Firmen entstanden im Schmalfilmbereich, wie haben sich bestimmte Geräte entwickelt, oder jetzt eben das Single-8-Filmsystem, wie ist das eigentlich damals 1964, 65 entstanden? Und solche historischen Beiträge kann man ja jederzeit nochmal neu nachrecherchieren. Und komischerweise erlebe ich immer, dass im Gegensatz zu meinen Büchern, die ich vor 20 Jahren gemacht habe, es tatsächlich dann immer noch Informationen gibt, an die ich damals aus welchen Gründen auch immer nicht rangekommen bin, die neu sind und die niemand vorher wusste. Das finde ich immer wieder faszinierend zu sehen, nicht? Dass jetzt bei Single 8 zum Beispiel, dass man plötzlich weiß, ja, selbst Konica Sakura hat versucht, einen Single-8-Film auf den Markt zu bringen, war vorher völlig unbekannt, ist dann im Prototypenstadium wieder beendet worden, aber interessante Neuigkeit, ne? Also zumindest für die Insider. Ja, genau.